Hallo, ich begrüße euch bei meinem Vortrag Learning as a Service. Beginnen möchte ich hier mit dem Einblenden des Zertifikats, was ich vor 40 Jahren bei Apple Computer erhielt. Da habe ich an einem mehrwöchigen Weiterbildungskurs teilgenommen. Das, was mir da in Erinnerung blieb, war wirklich: nur wer selber brennt, kann andere anstecken. Die künstliche Intelligenz hat mir dabei auch wieder auf die Sprünge geholfen, mit wem ich es damals zu tun hatte. Wir sehen es ja hier im Hintergrund. Mit der geplanten Plattform rund um das Thema künstliche Intelligenz und bekannte Apps möchte ich neue Wege für die Weiterbildung beschreiten. Ihr seid eingeladen, da auch aktiv mitzumachen. Aber mehr dazu dann am Ende. Zunächst der Hintergrund. 1:1 Lernen, Tandems und kleine Lerngruppen, die können individuelle Bedürfnisse und Lernziele viel besser berücksichtigen und befriedigen und sind preiswerter als das, was so bei Weiterbildungsträgern wie der Volkshochschule geboten wird. In diesem Bereich jedenfalls. Ich will dem nicht den Sinn absprechen, aber wenn es um KI, um Weiterbildung geht, dann braucht man das am besten im kleinen Rahmen. 1:1 ist am besten, und wenn man die vertane Zeit in der Bilanz dann berücksichtigt, dann ist das, wie ich ja eben schon sagte, preiswerter. Dabei ist dann natürlich auch das individuelle Lerntempo und die genau an die Bedürfnisse angepassten Lerninhalte maßgebend. Man kann das besprechen mit seinem Partner, mit seinem Coach, seinem Mentor oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dann wird festgelegt, was man wann lernen möchte, was man für den Beruf wirklich braucht. Und der ganze überflüssige Ballast, was nur Zeit kostet, das entfällt. Zur Vorbereitung dieser Sitzung mit seinem Coach, mit seinem Dozenten oder Dozentin, die kann man natürlich weitgehend selbstständig machen. Es gibt interaktive Erklärvideos, die man nicht nur einfach so konsumiert, wie das vielleicht bei Udemy-Kursen ist oder bei MOOCs oder auch bei YouTube. Man kann an bestimmten Stellen dann die Fragen beantworten, die darauf schließen lassen, ob man das verstanden hat, was man gerade gehört hat, oder ob man da wirklich nur Konsument war und das ist ohne irgendwelche Nachhaltigkeit an einem vorbeigerauscht. Man kann Quizze und Aufgaben einbauen und damit stellt man dann fest, ob man fertig für den nächsten Teil ist oder ob man dann, wenn es auch nach einer Wiederholung nicht geklappt hat, ob man dann erstmal wieder mit seinem Betreuer, mit seinem 1:1 Mentor oder Coach Kontakt aufnehmen sollte. E-Learning, das bietet Udemy oder das bieten die MOOCs auch, aber da fehlen eben die Ansprechpartner. Und Ansprechpartner sind eben wichtig, um die Wissensanwendung zu gewährleisten, zu diskutieren. Das Diskutieren, das ist das, was da im Wesentlichen woanders fehlt. Die Vertiefung und die praktische Anwendung, das ist ein ganz wichtiger Punkt beim E-Learning bzw. bei der Weiterbildung. Das Repositorium in Form von einer Lernplattform, LMS zum Beispiel, das ist natürlich sehr wichtig. Man muss ja irgendwo zugreifen können. Man kann auch nicht in eine Bibliothek gehen und dort irgendein Buch sich ausleihen. Man muss das alles online machen können. Und wenn man das gemacht hat, dann braucht man dazu Übungsaufgaben, Fallstudien, damit man das dann auch auf die eigenen Projekte transferieren kann. Und wenn man das dann soweit geschafft hat, und man hat das mit den Übungen hingekriegt, dann will man es natürlich auf die eigenen Projekte transferieren. Und da muss auch ein Ansprechpartner da sein. Da nutzt kein MOOC und kein Udemy. Da kommt dann Lernen als Dienstleistung mit Partnern ins Gespräch. Das eine, was man braucht, was ich eben schon sagte, das ist die Lernplattform in Form eines Lernmanagementsystems oder einfach nur einer Ablage, wo man dann gezielt für die Betreffenden die Unterlagen ablegen kann. Aber das Wichtigste, das ist die Unterstützung durch Experten, die man persönlich kontaktieren kann. Und das geht weltweit per Videokonferenz. Habe ich ja schon erlebt mit Partnern in Afrika oder in Asien. Das funktioniert. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Learning as a Service, das bietet viele Vorteile für interaktives Lernen. Das ermöglicht das flexible und individuelle Lernen, auch dadurch, dass interaktive Elemente enthalten sind, die zur Selbsteinschätzung dienen. Das kann man leicht skalieren, nur das, was man braucht, kann man sich heraussuchen und dann mit einem passenden Partner besprechen, dass das Ganze maßgeschneidert ist.
Das sind die Vorteile. Jetzt noch eine kurze Entschuldigung. Ich habe das, weil es jetzt im Juli 2023 so heiß ist, am frühen Morgen aufgenommen mit einer Webcam und das Ganze nur mit PowerPoint aufgezeichnet. Das hinterlässt natürlich seine Spuren hier bei der Videoqualität. Wie ihr hier im Video seht, ich bin schon etwas älter, ich bin aber noch immer Geschäftsführer der Blue Pages GmbH in Kassel, brenne noch immer, aber ich bin ein einsamer Streiter und weiß, dass das nicht mehr ewig so weitergehen kann. Deshalb bin ich auch auf der Suche nach Partnern, die mit mir solche Materialien erstellen und wenn sie hoch motiviert sind, die dann auch bald meine Funktion als Geschäftsführer übernehmen können. Das könnt ihr ja erstmal ehrenamtlich starten, wenn ihr was lernen wollt und wollt mit mir in Kontakt treten. Ich erstelle auch Materialien, die bei der Zentrale für Unterrichtsmedien dann verfügbar sind. Das hier, was ihr hier unten seht, das ist auch jetzt schon verfügbar. Das ist frei zum Herunterladen bereitgestellt, kostenlos natürlich. Aber das könnt ihr dann demnächst auch gesammelt auf dieser Plattform Learning as a Service bei Blue Pages, also lars.bluepages.de finden. Dieses Angebot, das gilt nicht nur für meine Jahrgangsstufe, sondern auch für ältere Schüler und Studenten. Gerne auch, wenn sie einen Hintergrund mit Deutsch als Fremdsprache haben. Entscheidend ist die Motivation und dass man lernwillig ist. Aber das gilt natürlich auch für berufserfahrene Dozenten und Trainer. Wer es kann und sich das zutraut und gern mitmachen will, der ist eingeladen. Kontaktiert mich einfach, wie auch immer das von euch gewünscht wird. Es steht ja im Impressum. Wir können auch gemeinsam eine Videokonferenz machen und dann sehen wir, was geht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute.